Ich heiße Verena. Also, mir gefällt der Pulli besser in weiß. Viel Spaß! Echt? Lukas wird schon 30? Ah, scheiße! Was haben diese Wörter gemeinsam? Genau, diesen Buchstaben. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um diesen Buchstaben. Und er ist wirklich etwas Besonderes, denn mittlerweile gibt es ihn nur mehr im Deutschen. Wir haben die Antworten auf 6 spannende Fragen rund um diesen Buchstaben heute für euch. Los geht's! Frage 1. Wie spricht man diesen Buchstaben aus? Dieser Buchstabe ähnelt zwar einem B, ist aber kein B und deshalb sprechen wir ihn auch nicht wie ein B aus. Es ist ein S-Laut. Wie ihr im Intro gehört habt, sagen wir heißen, außerdem, Spaß und so weiter. Frage 2. Wie heißt dieser Buchstabe eigentlich? Diesen Buchstaben nennen wir SZ. Das habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Aber nicht überall wird er so genannt. Wie ihr hier seht, sagt man in Mittel- und Norddeutschland üblicherweise SZ. Im Süden und in Österreich sagen wir hingegen scharfes S. Und wie ihr hier seht, sagt man in der Schweiz ganz einfach Doppel-S. Unter welchen Namen kennt ihr diesen Buchstaben? Frage 3. Woher kommt der Buchstabe SZ? Der Buchstabe hat eine lange Geschichte. Es ist relativ komplex und über seine Entstehung ist man sich nicht ganz einig. Was aber angenommen wird, ist, dass der Buchstabe ursprünglich aus 2 Buchstaben bestand. Zum Beispiel sagt eine Theorie, dass es sich aus den 2 unterschiedlichen Formen vom S zusammengesetzt hat. Früher gab es nämlich ein langes S, das so aussah, und das S, das wir auch heute kennen. Früher sagte man Rund-S dazu. Und wenn man jetzt diese 2 Formen des S gemeinsam schreibt, dann sieht das eigentlich schon sehr ähnlich aus wie unser heutiges SZ, oder? Eine andere Theorie sagt, dass sich das SZ aus einem langen S, das wir eben schon hatten, und einem Z, das so geschrieben wurde, entwickelt hat. Laut der Theorie sind diese 2 Buchstaben mit der Zeit zusammengewachsen zu einem Buchstaben. Und diese Theorie würde auch erklären, warum wir heute SZ dazu sagen. S und Z haben also eine Symbiose gebildet. Dazu sagt man auch Ligatur. Frage 4. Das SZ gibt es in allen deutschsprachigen Ländern, oder? Nein, in Liechtenstein und in der Schweiz wird das SZ schon lange nicht mehr verwendet. In den 1930er Jahren hat man zum Beispiel in der Schweiz aufgehört, das SZ in der Grundschule zu lehren. Dort, wo wir das scharfe S verwenden würden, schreibt man in der Schweiz ganz einfach ein Doppel-S. Frage 5. Gibt es Wörter, die mit SZ beginnen? Nein, deshalb gab es lange Zeit auch nur eine kleine Schreibweise des SZ. Es war einfach nicht üblich, Wörter in Großbuchstaben zu schreiben. Und deshalb war es lange Zeit auch kein Problem, nur ein kleines SZ zu haben. Und wenn man doch ein Wort mit SZ groß schreiben wollte, hat sich die Schreibweise mit einem Doppel-S durchgesetzt. Das Wort groß würde ich dann also zum Beispiel so schreiben mit 2 S. Das Problem dabei, zwar in wenigen, aber in manchen Fällen kann es zu Missverständnissen kommen. Schaut einmal her. Meint man bei diesem Wort jetzt den Plural von Bus oder meint man das Wort Buße? Oder auch hier, ist hier die Masse gemeint oder die Maße? Seit 2017 gibt es jetzt ein großes SZ. Das hat der Deutsche Rechtschreibrat entschieden. Und das große SZ sieht so aus. Wir sind uns aber nicht ganz sicher, ob Straße mit einem großen SZ jetzt wirklich anders oder besser aussieht als Straße mit einem kleinen SZ. Was meint ihr dazu? Aber zumindest können jetzt auch Familiennamen wie zum Beispiel Großmann und Großmann unterschieden werden, wenn man sie groß schreiben möchte oder will. Denn im Reisepass werden Namen groß geschrieben. Also konnte man früher nicht unterscheiden, ob ein Name mit SZ oder Doppel-S geschrieben wurde. Frage 6. Wann können wir SZ nicht oder nicht mehr verwenden? Am 1. August 1998 ist eine große Rechtschreibreform in Kraft getreten. Deutschland
Österreich, die Schweiz und Liechtenstein haben damit neue gemeinsame Regeln für die deutsche Schreibweise beschlossen. Das Ziel war es, die Rechtschreibung zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Aber die Rechtschreibreform war und ist sehr umstritten. Mit dieser Rechtschreibreform wurde entschieden, dass es das SZ nur mehr nach langen Vokalen gibt. Ihr seht das zum Beispiel bei diesen Wörtern anhand der Lautschrift. Straße, Gruß, Maßnahme. Sonst schreibt man einfach ein Doppel-S. Es gibt aber wie immer auch Ausnahmen. Wenn euch das Thema noch mehr interessiert, dann schaut euch gern den Link in der Videobeschreibung an. Mit der Rechtschreibreform hat sich also die Schreibweise vieler Wörter verändert. Deshalb schreiben wir zum Beispiel auch heute die Konjunktion das nicht mehr mit SZ wie früher, sondern mit Doppel-S. So, das war's wieder von uns für heute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.